Das Bündnis Liste Burgenland hat aktuelle und konkrete Informationen und aktuelle Fotos über Flüchtlingsströme in Bosnien. Wir fordern Maßnahmen, um ein Durchwinken wie 2015 zu verhindern und die Sogwirkung nach Österreich zu stoppen. Daher wird eine Umstellung auf reine Sachleistungen, effektiver Grenzschutz und eine Babyprämie statt Migration gefordert. So Manfred Kölle und Peter Pregel von der Liste Burgenland. Ja, darf recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz. Thema für uns ein ganz wichtiges Thema: Neue Flüchtlingswelle droht. Wir seitens Bündnis Liste Burgenland haben große Bedenken, dass wieder das Jahr 2015 auf uns zurollt, und das werden wir verhindern, im Vorfeld schon aufmerksam machen und uns dafür einsetzen, dass auch die Regierung im Bund, aber auch in der EU einiges einmal veranlassen, nicht nur reden, sondern auch umsetzen. Der Herr Schürz hat sich hingestellt und hat gesagt, ja, da müssen wir was machen. Nur er sitzt in der Regierung, er sollte gemeinsam mit den Regierungskollegen endlich einmal Initiative ergreifen. Das tun sie nicht, sie reden ja nur immer wieder, und das ist halt das Problem. Wir sehen, dass da einiges auf uns zurollt, und wenn man sich die Zeitungsartikel anschaut, die Türkei bittet uns um Hilfe, weil Flüchtlingsansturm aus dem Iran und dergleichen mehr passieren. Jetzt braucht man nicht große Sprüche klopfen, sondern es ist leider Gottes so, dass einiges in Bewegung geraten ist, und mein Kollege, der Pregel Peter, wird darüber berichten. Er hat sich damit intensiv auseinandergesetzt und wird dann seinen Bericht abgeben, weil er einer ist vom Bundesheer, der wirklich auch an der Grenze steht, an der Peripherie, beobachtet, was sich eigentlich tut in der ganzen Situation und davon ein Lied singen kann. Ich würde ihm jetzt gleich bitten, dass er schlussendlich auch seinen Bericht dazu abgibt. Ja, danke Manfred, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Ja, der Manfred hat schon einleitende Worte gesagt. Es ist wirklich sehr bedenklich, wenn man am Balkan blickt. Wir sehen dort schön langsam wieder, dass sich eine neuerliche Flüchtlingswelle formiert. Gott sei Dank muss man dazu sagen, Slowenien und Kroatien haben derzeit noch die Lage soweit unter Kontrolle. Ganz anders schaut es aber in Bosnien aus. In der Stadt Bijac kommen täglich 200 bis 400 Flüchtlinge an. Die Stadt Bijac ist eine sehr kleine Stadt, sehr als ärmliche Verhältnisse, müssen selber schauen, dass sie über die Runden kommen und können diesen Flüchtlingsansturm kaum bewältigen. In der Stadt Vojijac, ebenfalls in Bosnien, gibt es ein Flüchtlingslager, wo 1500 Flüchtlinge bereits drinnen sind, hauptsächlich Afghanen, Pakistani. Und täglich machen sich von dort rund 100 Flüchtlinge Richtung Kroatien zu Fuß auf. Das heißt, es wird auch in Folge dort der Migrationsdruck in Kroatien, in Slowenien stärker. Jetzt haben wir verschiedene Gefahren. Erstens einmal die erste Gefahr, die Balkanroute. Die zweite Gefahr ist Griechenland auf der Insel Lesbos. Die darf man nicht vergessen. Dort kommen auch über 200 Flüchtlinge täglich an. Und drittens, aus meiner Sicht, eine ganz gefährliche Drohung, die Drohung von Erdogan. Nämlich, dass er seine Tore aufmacht und wirklich die komplette Flüchtlingswelle nach Europa schickt. Und jetzt glaubt mir, was dann passiert, wenn diese drei Gefahrenzonen sich bewegen. Welche Massen sich da nach Europa bewegen, mit welcher Katastrophe wir in Europa, in Österreich rechnen müssen. Ich fordere daher ganz stark Grenzschutz verstärken, keine illegale Einwanderung und unbedingte Registrierung der Flüchtlinge an unserer Grenze. Das Jahr 2015 darf sich auf gar keinen Fall wiederholen. Ja, danke, mein Peter. Ich glaube, das Durchwinken ist ja verdammt gefährlich. Das haben wir 2015 gesehen. Es sind zwar sehr viele durchgewunken worden nach Deutschland, Schweden und dergleichen mehr, jedoch sind ja sehr viele wieder nach Österreich zurückgekommen, und das kann es ja bei Gott nicht sein. Und da muss ich schon unseren Herrn Landeshauptmann derzeit bitten, dass er das
so in den Griff bekommt, dass das nicht mehr passiert mit der Durchwinkerei, sondern die gehören tatsächlich registriert, wenn dieser Fall eintreten soll. Wir warnen ja davor, wir wollen ja präventiv mitarbeiten, dass das nicht mehr passiert, aber da gehört auch die Bundesregierung dazu, da gehört auch die EU dazu. Und daher sind wir der festen Überzeugung, diese Einladungspolitik in Österreich, die sie noch immer gibt, sollte man endlich einmal abstellen und nicht mit Geld noch überschütten und auszahlen, sondern es sollte wirklich eines passieren, dass wir die schlussendlich in Sachleistungen das Ganze abgelten sollte und nicht mit Geld auszahlen, weil wir wissen, was damit passiert. Wir haben Fotos hier vorbereitet, wo man tatsächlich sieht, dass sie die Strömen schon wieder bilden und dass sie da einiges tut. Ist zum Mitnehmen, ist auch dementsprechend als Beweis, dass sich hier schon wieder einiges auftut. Natürlich, wenn ich jetzt sage, es sind ja so viele Flüchtlingsheime frei geworden und wenn ich denke, in Simmering draußen zahlen wir 45.000 € monatliche Miete für ein Quartier, dann fragt man sich, für unsere eigenen Leute haben wir kein Geld, aber für diese Flüchtlinge stellt man Unterkünfte zur Verfügung und zahlt noch immer Unterkunftsmiete in einer Höhe von 45.000 € allein in Simmering, und das kann es bei Gott nicht sein. Wir müssen auf unsere Leute schauen und nicht nur auf die Migranten und auf die Flüchtlinge. Wir sind nicht natürlich dagegen, dass Leute aufgenommen werden, die was sie wirklich registrieren lassen, die was die Pässe nicht wegschmeißen, weil da wird ja alles weggeschmissen, dass man es nicht mehr registrieren kann, und das ist ja unserer Meinung auch eine ganz wichtige Situation, dass man, warum schmeiße ich einen Pass weg, warum mache ich keinen Fingerabdruck, warum mache ich das nicht? Das gehört einmal klar und deutlich gesagt, und da werden Sie mir verstärkt dafür einsetzen, dass da im Vorfeld schon einiges passiert. Gut.